Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Was machen wir heute? Heute gibt es was richtig Geiles und zwar geht es um ein DDR-Diagnosegerät. DDR-Diagnosegerät, was ist das? Ja, also heute wird es richtig spannend. Wir schauen uns mal an, wie das Diagnosegerät aus DDR-Zeiten ausgesehen hat, was das denn wirklich kann und ob sowas überhaupt heute noch Sinn macht zu haben. Also, wen es interessiert, bleibt dran. Jetzt wird's geil. Im Keller mal Location-Wechsel. Direkt an der Werkbank. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja was, Diagnosegerät, was für ein Diagnosegerät? In der DDR gab es kein Diagnosegerät. Ja, ganz so richtig ist es nicht. Also es gab schon eine Art Diagnosegerät, eigentlich eher ein Motortester. Und zwar ist der ähnlich dem Bosch Motortester. Und wie der aussieht und was der kann, das schauen wir uns jetzt an. So, das ist jetzt hier erstmal das erste Erscheinungsbild. Ein richtiger Stahlkoffer. Was können wir erkennen? Hier kann man schon erkennen, Lüftungsschlitze. Wozu braucht der Lüftungsschlitze? Hier auch nochmal Lüftungsschlitze. Kann man da reingucken? Man sieht nicht viel, wenn man so reinguckt durch die Schlitze. Ein massiver Tragegriff. Das Ding, das wiegt arschviel, also bestimmt so 10 Kilo. So, was haben wir denn hier? Schnalle und eine Typenbezeichnung. Also von 1975. TZL 69 heißt das Gerät. Jetzt machen wir hier mal die Schnalle auf. Hier die Schnalle auf. Also man sieht hier schon ordentliches Material. Also sowas ist natürlich nur was für Verrückte. Also es braucht keiner haben, sowas ist nur so Verrückte wie ich, die sowas rumliegen haben. So, jetzt machen wir mal das Ding auf und gucken uns das mal genau an hier. Also hier sind normalerweise Zusatzkabel drin, die habe ich irgendwo rumliegen noch. Und hier eine Stroboskoplampe. Kann man auch sehen, dass das massiv ist. Qualität. Schlauch. Verlängerungskabel. Und hier unten, jetzt holen wir mal raus, was da drin ist. Also Anschlusskabel. Also ich habe das Gerät mal vor einigen Jahren, habe ich es mal instand gesetzt wieder. Zusatzkabel. Okay, Adapterstück für Zündkerze. So, was kann das Gerät? Was sehen wir denn hier? Also, was wir hier sehen, mal einfach nur mal bewerten, was wir hier sehen. Hier sehen wir Kurbelwinkel, also Schließwinkel können wir hier sehen, Einstellungen. Dann Anzeige, dann haben wir hier Drehzahlanzeige, Voltmeter und Ohmmeter und Ampermeter. Dann kann man hier eben justieren, Aus-Anschalter für Schließwinkel, Kurbelwinkel und so weiter. Hier unten haben wir Anschlussbereich für einen Unterbrecher. Hier können wir umschalten auf Viertakt oder Zweitakt. Hier ist bezeichnet, hier ist Stroboskoplampe Anschluss. Hier kann man justieren. Ohmmeter Anschluss, Voltmeter, Ampere, Druck. Hier ist die Druckanzeige. Ja, was hat das Gerät eigentlich für Funktionsweisen? Also man kann eben Schließwinkelmessung, Drehzahl und Zündwinkelmessung machen. Bordnetzmessungen können damit gemacht werden. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe hier noch so eine Bedienungsanleitung. Also es kann hier mit dem Tester können Zünd- und Lichtanlagen
bei laufenden Motormessungen zur Zündanlagekontrolle und Neueinstellungen von Ottomotoren, Vergaser, Unterdruckmessungen sowie Stromspannung und Widerstandsmessungen am Kfz-Bordnetz gemessen werden. Und die Messgrößen werden über Zubehörleitungen dem Gerät zugeführt und auf entsprechenden Messinstrumenten angezeigt. Die haben wir gerade gesehen. Die Zündzeitpunktmessung wird mit einem vom Zündfunken ausgelösten Lichtblitzstroboskop durchgeführt. So, und die Gerätestromversorgung erfolgt vom Lichtnetz über ein flexibles Schutzkontaktsteck-Gerätschnur und ermöglicht somit ortsveränderlichen Einsatz. Also das hat man natürlich noch ein bisschen so alterstümlich beschrieben, würde ich sagen. Also hier, mit dem kann eben der Unterdruckvergaser getestet werden. Ja, da gibt es ja teilweise noch zusätzliche Unterdruckanleitungen jetzt bei verschiedenen Vergasern, ja. Oder wahrscheinlich kannst du auch hier Unterdruckmessungen am Verteiler messen, wenn du Unterdruckdose hast. Jetzt nehme ich hier mal dieses Kabel hier. Hier, das hat er ja so richtig schön beschrieben. Mit Lichtnetz war, weiß ich. Und der Witz bei dem Gerät, das hat eine gewisse Vorlaufzeit, weil es eben mit, da hinten verbergen sich hinter dem Gerät Röhren, ja, also wie ein altes Röhrenradio sind hier Röhren drin, die wie heutige Transistoren eben wirken, ja, aber in anderer Form halt, ne? So, ich steck mal ein, das ist ja auch ein richtig geiler Stecker, ha? Also wenn man den sieht, da kriegt der schon Panik, gell? Okay, den steck mal ein. Also was wir hier sehen hier, das kann jedes Multimeter, ja, Voltmeter, Ohmmeter, Amperemeter gewissermaßen. Hier geht es hoch bis 60. Was du hier natürlich, Drehzahlmessung brauchst natürlich eben, wenn du da eine Zündanlage rummachst und so Schließwinkel. Aber dafür gibt es auch Geräte, ja? Also kleinere Geräte vor allen Dingen. Kann ich gleich mal was zeigen. Also sowas, ja. Das kann eigentlich das Gleiche. Ist vielleicht sogar handlicher. Hier hast du halt Zweitakt, hier geht es direkt 4-Zylinder, 6-Zylinder. Also da sieht man mal den Vergleich und die Größe. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel, ja, Motortestgerät, das ist jetzt auch schon ein altes Ding, ja, Motortestgerät, Made in West Germany, Stroboskop, ja, das ist auch schon älter, das kann man daran erkennen, im West Germany, da wo noch Qualität herrschte, so. Das sind schon ein bisschen ältere Geschichten, aber man kann jetzt mal sehen, der Vergleich von der Größe. Und Multimeter, ganz normal, kennt ja jeder. Jetzt will ich mal das Gerät anschalten. Es fängt schon an zu surren. Und die Anzeige fängt jetzt hier schon an, sich zu bewegen. Also es war jetzt schon mal, ich nenne es jetzt mal so eine Art Betriebsausschlag, Betriebsstartausschlag. Ja, so, jetzt können wir mal gucken, wie gut es eigentlich funktioniert. Also hier an der Stelle kann man es auch nachjustieren, wenn es mal nicht exakt läuft. Jetzt suche ich mal irgendwas, dass man da mal was testen kann. So, was habe ich hier? Ich habe hier eine Kiste mit verschiedenen Widerständen drin. Also ich habe Röhrenradios auch noch und da braucht man halt manchmal so Zeug. 1 Kilo Ohm. Ja, man riecht es, jetzt kommt auch schon dieser Geruch, dieser spezielle, also kann man gar nicht beschreiben, so wie wenn gleich was abbrennt. Und mit dieser Mischung aus DDR alt und genau, also richtig interessanter Geruch. Hier auf oben. Habt ihr gesehen? Also ich habe jetzt hier auf oben geschalten und jetzt kommt hier auch 1 Kilo Ohm passt, also exakt. So, der hat jetzt 30 Kilo Ohm. Der Widerstand ist okay, diese 30K. Also wir sehen hier, die 30 sind da. Muss man hier jetzt eben hier die oben mal 100, ne? Also dass der weiß, dass da eben
bisschen was Größeres ist. So, und jetzt sind wir hier. Kann man es ablesen. Jetzt nehmen wir mal den da hier. 25 Ohm. Hier 25 Ohm, das passt, ja. Habe ich hier eine Batterie. Das ist eine 12 Volt Batterie. Jetzt, guck. Jetzt sind wir auf 12 Volt, ja. Kommen wir richtig hin. Das gleich umstellen, 12 Volt. Das ist jetzt hier das Testlauf. Also du kannst jetzt hier einen Testlauf machen, indem du Drehzahl, einfach eine vorgegebene Drehzahl hier angibst über den Knopf. Und dann geht's quasi Stroboskoplicht schon los. Aber wenn du jetzt das Gerät eben angeschlossen hast an dein Fahrzeug, dann hast du entsprechend eben ja die Drehzahl vom Motor. Hier habe ich nochmal eine Anleitung zu. So hat es so ungefähr ausgesehen zur damaligen Zeit. Und da war einer beschäftigt dran. Jetzt müssten wir mal am Moped gucken. Jetzt testen wir mal das Ganze, ob die Zündung hier richtig eingestellt ist mit dem Tester. Ist jetzt mal super interessant. Ich muss jetzt hier natürlich erstmal den Seitendeckel wegschrauben. Und die Zündung hier ist schon mal eingestellt worden, also mit Messuhr, und hat auch einen neuen Unterbrecherkontakt drin. Also ist schon alles eigentlich tippitoppi eingestellt. Jetzt wäre es natürlich mal interessant, was hier das Gerät dazu meint. Also man kann mit dem Gerät ja auch Regler testen. Gerade diese alten mechanischen Regler sind super geil zu testen, wenn du hier Analoganzeigen hast, weil die Analoganzeigen haben so eine gewisse Trägheit und an dem Zeiger kann man dann eben sehen anhand der Bewegung, wenn es gerade sich ändert, ja. Und bei Digitalanzeigen, da hast du es halt sofort da, also diese Trägheit fehlt da. Und deswegen sind die natürlich viel geiler, die Analoganzeigen. Heutzutage hast du ja eigentlich überwiegend jetzt mittlerweile die elektronischen Regler drin, also auch gerade bei Simson und MZ. Rate ich natürlich auch dazu, sich einen elektronischen Regler einzubauen. Spart man sich eine Menge Theater. Gucken wir, ob die gleich angeht. Das Gerät schalte ich schon mal ein. Das surrt jetzt auch schön. Also die Zeiger, man sieht jetzt, dass die Umdrehungen hier sind angestiegen. Und jetzt versuchen wir mal, ob das Gerät auch funktioniert mit der Stroboskoplampe. Also bei mir sieht man jetzt hier die Markierung. Jetzt kann man hier die Schließwinkelverschiebung vornehmen mit dem Stroboskop. Also hier. Und jetzt kann man sehen, dass die Markierung auf dem Strich übereinliegt. Also entsprechend haben wir auch hier dann die Anzeigen, da steht die Umdrehung, 2000 Umdrehungen etwa. Ja, ich habe kein Drehzahlmesser, aber das wird schon stimmen. Es geht ein bisschen Gas, um zu sehen, ob der nochmal wandert. Okay, also er wandert schon, aber Richtung spät. Ja, also ich habe das Gerät richtig, also die Zündung eigentlich richtig eingestellt auf 1,8 mit Messuhr. Und aber Gerät sagt hier, dass ich hier noch Spätzündung drin habe. So, jetzt ist das Gerät wahrscheinlich eher so ab
ab mehrzylindrigen Motoren vorgesehen. Man bräuchte hier wahrscheinlich jetzt eine Batteriezündunlage oder einen mehrzylindrigen Motor, um hier Schließwinkel und Kurbelwellenwinkel noch zu messen. Nichtsdestotrotz, klar kann man jetzt hier noch Regler testen und so weiter. Noch den Unterbrecherabstand kann man prüfen. Aber ich denke, jetzt hier mal für den Versuchsaufbau passt es. Wir prüfen jetzt mal, ob der Koffer mit hat er hier 10 gehabt, da hier mit Zündwinkelverzug um 10 Grad, ob der da richtig lag. Und um das zu checken, probieren wir das mit einer originalen alten DDR VFB Zündpistole aus. Und hier kann man eben einstellen oder besser gesagt sehen, was der Kurbelwellenwinkel angibt und ob wir dann den Verzug haben, den wir eigentlich haben oder eben nicht. Ja, und dann kann man hier noch Drehzahl ablesen. Also das checken wir jetzt mal. Also angeschlossen, ganz klar, hier muss das Kabel richtig angeschlossen sein am Zündkerzenstecker und dann geht er auf Batterie. Und diese Zündlichtpistole kann eben auch 6 Volt Anlagen checken. Und wir checken jetzt mal, ob wir hier auch diesen Verzug haben. Oh, er tropft schon ein bisschen. Also wir haben hier 5 und hier unten sind wir quasi direkt auf Markierung und haben jetzt hier einen Verzug eben um 5 Grad. Ja, das könnte ungefähr hinkommen mit dem Koffer. Der hat, glaube ich, 10 angezeigt. Das wird einigermaßen passen. Jetzt schalte ich auf Drehzahl um. Bei Drehzahl sind wir bei 40 mal 100 mit Korrekturfaktor 0,5 sind wir dann auf 2000 Umdrehungen. Kommt schon ungefähr hin. Also Fazit, der Koffer lag hier schon relativ richtig. Wir haben natürlich an der Unterbrecherzündanlage immer so einen gewissen Zündverzug drin. Von dem her kommt es schon hin bei 1,8 richtig eingestellter Zündung, also mit Zünduhr passt es. Ja. Also Schließwinkelanzeige muss natürlich auf 0 justiert sein, so wie ich das sehe. So, jetzt habe ich das Gerät mal mit Klemme 1 an der Simson verbunden, Zündspule. Musste natürlich bei mir ein bisschen Tank abbauen, so, weil die Zündspule bei mir andersrum liegt wegen Regen, dass die da besser geschützt ist. So, wenn man jetzt, der andere Part ist auf Masse gestellt, wenn man jetzt eben durchdreht, dann müsste jetzt hier ein gescheiter Zündwinkel ablesbar sein. Also wir sehen das hier, den Zündwinkel in Prozent gemessen, nicht in Grad an dem Testgerät. Das muss man beachten. Also die Zündung ist ja schon mechanisch eingestellt mit der Messuhr auf 1,8 und vor OT. Und auch der Unterbrecher, der muss ja vorher richtig eingestellt werden auf 0,4. Das ist er auch. Jetzt kann man das hier nochmal prüfen. Also wenn der Wert jetzt nachher über 50 liegt, also deutlich über, dann öffnet er nicht weit genug, der Unterbrecher. Und somit haben wir dann Einfluss aufs Zündverhalten durch die geringe Magnetfeldaufbauzeit. Und wenn er weit unter 50 liegt, dann ist er quasi zu groß eingestellt, der Unterbrecherabstand. Und das kann man eben prüfen, eben, ja, wenn man jetzt nicht alles zerlegen will an Fahrzeugen, kann man sich hier schon mal so grob einen Einblick holen, zum Beispiel bei Verteilerkappen, dass man nicht alles demontieren muss. Wenn man den Koffer dabei hat, dann kann man gleich sehen, wo liegen wir da ungefähr. Und jetzt schauen wir mal, wo liege ich denn hier beim Koffer, wenn ich jetzt hier die Simson durchdrehte, wie viel Prozent der mir anzeigt.
Also ich lege ungefähr bei 50%, knapp manchmal auch 55%. Also ist der ideale Bereich bei 0,4 eingestellt, also passt zu 100%. Also von der mechanischen Seite her passt. Was wir vorher gesehen haben, ist eben auch, dass wir einen minimalen Spätzündung haben. Minimal, das kann eben auch der Verzug sein durch diese Zündanlage geringfügig, kann man jetzt als nicht relevant betrachten. Man kann natürlich noch nachjustieren, aber so passt es erstmal. Jetzt schauen wir noch mal ein anderes Fahrzeug an, MZ. Jetzt steht hier die ETZ 250 und jetzt habe ich mal das Kabel angeschlossen, grüne Kabel, Zündspule, Klemme 1 und verbinde ich jetzt mit dem Tester. Ist jetzt verbunden, Klemme 1 mit Tester. Und jetzt haben wir eine Batteriezündung. Das geht also auch nur bei klassischen Originalen, nicht bei Wape. Andere Zündanlagen funktionieren nicht. Jetzt muss man das justieren, die Anzeige. Und zwar justieren wir die bei der MZ auf 100 wegen Batteriezündung. Und genau, bei der Simson haben wir auf 0 justiert. Und jetzt schauen wir mal, jetzt dreht ich durch. Und dann müsste sich die Anzeige bewegen und müsste sich dann der eingependelte oder Mittelwert ist dann der Zündwinkel. Also ich denke, müssten noch gut sein, aber wie der jetzt ist, weiß ich auch nicht. Der lag bei 40. Also wir haben gesehen 40. Also die MZ hat gebracht knapp über 40, also vielleicht 45 oder minimal über 40 haben wir gesehen. Und der Idealwert ist zwischen 36 und 42%. Das bedeutet, der Unterbrecher ist nicht verschlissen. Vom Nocken her passt es einwandfrei. Wir rechnen uns aus, 360 mal die 40 geteilt durch 100 müsste dann den Schließwinkel von ungefähr 144 Grad geben. Das ist nach Handbuch, also es passt auf jeden Fall. Und funktioniert, also man sieht auch, dass der Tester deutlich besser bei Batteriezündung funktioniert, da spricht er an. Bei der Simson muss man es quasi ein bisschen ändern, die Vorgehensweise, aber es funktioniert. Und in dem Fall passt auch die Anzeige. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Sonst schaut mal in die Playlist. Danke fürs Reinschauen. Ciao.